diesem Video möchten wir Ihnen die Bedienmöglichkeiten und die Konfigurationsmöglichkeiten für unser Active Sound System vorstellen. Die Bedienung während der Fahrt kann ganz bequem über die im Fahrzeug bereits vorhandenen Lenkradtasten oder Funktionstasten erfolgen. Die initiale Konfiguration sowie die Konfiguration Ihrer Wunsch-Klangprofile und weitere Einstellungen können Sie ganz bequem über unsere Active Sound App durchführen. Die App können Sie kostenlos auf iPhone-Geräten im Apple App Store herunterladen. Für Android-Geräte können Sie dies im Google Play Store ebenso kostenlos herunterladen. Dazu gehen Sie einfach in die Suche in dem jeweiligen App Store, geben dort Insight Performance ein und finden dann unsere Active Sound App, die Sie einfach kostenlos auf Ihr Gerät installieren. Der eigentliche Einbau des Systems ist relativ einfach und erfolgt auf Basis unserer Einbauanleitungen, die wir Ihnen zur Verfügung stellen. Die Einbauanleitungen sind fahrzeugspezifisch und erklären genau für Ihr Modell die einzelnen Einbauschritte, die relativ übersichtlich sind, beziehungsweise sich auch vom Aufwand her im Rahmen halten und für jeden Handwerker kein großes Problem darstellen. Natürlich können Sie mit unserem System auch einfach in eine nahegelegene Fachwerkstatt gehen und dort das Ganze einbauen lassen. Die Einbauanleitungen finden Sie auf unserer Internetseite auf www.insightperformance.de, indem Sie dort auf den Menüpunkt Anleitungen gehen, dann zur entsprechenden Rubrik Active Sound scrollen und dort die Einbauanleitung für Ihr Fahrzeugmodell entsprechend herunterladen oder sich einfach unser Einbauvideo, unser YouTube-Einbauvideo in Ruhe anschauen, um so den Aufwand abschätzen zu können und auch, ob Sie den Einbau dann entsprechend selbst durchführen wollen oder doch lieber in einer Fachwerkstatt vornehmen lassen wollen. Wenn wir nun in die Active Sound App wechseln, kommen wir gleich zum Hauptbildschirm, der uns verschiedene Funktionen ermöglicht, beispielsweise unten das Einstellrädchen, über dem die Klangeinstellungen vorgenommen werden können. In der Mitte der Aktivieren und Deaktivieren Button, über den ich das System aktivieren und deaktivieren kann. Oben die vorkonfigurierten Fahrzeugprofile. Dort sind standardmäßig 3 Profile angelegt mit der Namensgebung Eco, Komfort und Sport. Die Anzahl der Profile wie auch die Namensgebung kann individuell angepasst werden. Dazu kommen wir später noch. Rechts oben sehen wir die Verbindungsstärke. Das System verbindet sich automatisch gleich mit dem Fahrzeug Active Sound System. Wichtig dabei ist nur, dass in der App bzw. im Smartphone Bluetooth aktiviert sein muss, da das System Bluetooth benutzt, und dass die Fahrzeugzündung eingeschaltet sein muss, damit die Verbindung dementsprechend auch hergestellt werden kann. Die Verbindung reicht nur ca. 1 bis 2 Meter um das Fahrzeug herum. Man muss sich also auch in unmittelbarer Nähe zum Fahrzeug befinden. Der mittlere Knopf ist der Knopf, mit dem ich dann noch in die Soundeinstellungen komme, und zwar die Soundeinstellungen für das aktuell gerade gewählte Fahrzeugprofil. Wenn ich diesen kurz klicke, sehe ich dann die Einstellmöglichkeiten, und das sind 4 Klangeinstellmöglichkeiten, die ich für das aktuelle Profil, hier oben sehe ich auch nochmal das aktuell gewählte Profil, die ich dann für das aktuelle Profil durchführen kann. Links oben kommen wir in das Menü. Das Standardmenü, in dem wir uns befinden, ist das Home-Menü. Das ist wichtig, dass dieses Menü auch immer dementsprechend ausgewählt ist, da nur hier die Fahrzeugdaten auch genommen werden, also sprich die Fahrzeugdrehzahlen, um den realistischen Klang in Echtzeit umzusetzen. Das Settings-Menü ist das Einstellungsmenü. Dort können verschiedene spezielle Einstellungen noch vorgenommen werden, zu denen wir später kommen. Und das Demo-Mode-Menü ist ein Menü, in dem die Drehzahlen quasi nur simuliert werden. Das heißt, hier kann ich mir Klangeinstellungen vornehmen und auch anhören, ohne dass das Fahrzeug unbedingt selbst laufen muss. Das ist genau dann interessant, wenn ich beispielsweise in der Garage oder in der Werkstatt das System konfigurieren will und dazu das Fahrzeug nicht ständig laufen lassen will. Ich kann das testweise jetzt mal hier aktivieren. Und wir hören sofort, dass das System mit einer monotonen Drehzahl arbeitet, die von der App vorgegeben wird. Wenn ich hier Gas geben will, muss ich dies tun, indem ich den Gas-Button einmal kurz drücke. Der Klang ist da natürlich nicht so realistisch wie während der Fahrt, aber er reicht zumindest, um grob einige Klangeinstellungen schon mal
in der Garage vornehmen zu können. Die finalen Einstellungen werden dann sicherlich nochmal während der Fahrt getroffen, in dem sich der Klang dann nochmal im realistischen Umfeld und unter realistischen Fahrbedingungen sich individuell angehört wird. Ganz wichtig ist, dass ich diesen Demo-Modus dann anschließend auch wieder verlasse, indem ich in den Standardmodus, in den Home-Modus gehe. Denn ansonsten würden bei der nächsten Fahrt nicht mehr die Fahrzeugdaten, also die Fahrzeugdrehzahldaten genommen werden, um den Klang in Echtzeit an die Fahrsituation anzupassen, sondern das System würde ganz monoton mit dem Demo-Modus Drehzahlsignal weiterlaufen und hätte dann nur einen monotonen Klang. Wenn ich nun in den einzelnen Fahrzeugprofilen die individuellen Klangeinstellungen hinterlegen will, die mir ganz individuell zusagen, dann wechsle ich zuerst in das Profil, was ich verändern will. Bei mir ist das hier das Eco-Profil, in dem ich mich auch gerade befinde, und drücke dann den Einstellungsknopf in der Mitte. Wir sehen oben, dass hier eingeblendet wird, nochmal welches Profil gerade aktiv ist. Bei mir ist das Eco-Profil. Das ist auch das, wo jetzt die Einstellungen nur geändert werden. Und ich habe jetzt hier 4 Einstellmöglichkeiten, in denen ich den Klang dementsprechend individuell anpassen kann. Das erste, Volume, ist eine reine Anpassung der Lautstärke. Wir sehen, dass diese aktuell gerade auf 0 gedreht ist. Das heißt, das Fahrzeug läuft im Originalzustand ohne aktiviertes Active Sound System. Wenn ich nun die Lautstärke hier leicht hochdrehe, merken wir sofort die Veränderungen. Sie haben sicherlich gesehen, dass in dem Moment, wo ich hier eine Einstellung vorgenommen hatte, auch sofort hier ein Save-Button aufgetaucht ist. Die Einstellungen, die ich jetzt in allen Menüs nacheinander vornehme, die sind erst einmal nur lokal und zum Testen, und erst wenn ich dann final den Save-Button drücke, dann werden die Einstellungen auch wirklich ins Fahrzeug übertragen und stehen dann in dem aktuell gewählten Fahrzeugprofil zur Verfügung, sodass ich erst einmal in Ruhe testen kann, ohne meine alten Einstellungen zu verändern oder zu überschreiben, und erst wenn ich mir sicher bin, durch Drücken des Save-Knopfes diese dann ins Fahrzeug übertragen kann. Wenn wir mit der Lautstärke soweit zufrieden sind, wechseln wir zum nächsten Punkt, Idle. Idle bedeutet Standgas. Und hier treffe ich die Einstellung, wie sich das Fahrzeug im Stand anhören soll. Der dritte Menüpunkt, Dynamic, also der dynamische Klang, betrifft das Klangbild, was ich während der Fahrt höre und was auch auf mein Gas geben und meine Fahrsituation dementsprechend reagiert. Wenn ich zu dem Punkt wechsle und hier die Einstellung verändere, können Sie erstmal gar nichts an Veränderung hören. Es ist wichtig, dass ich hier eben kurze Gasstöße gebe, um die entsprechenden Änderungen und die Auswirkungen der Einstellung überhaupt hören zu können. Später höre ich die dann natürlich während der Fahrt, aber um im Stand testen zu können, muss ich wie gesagt einmal kurz Gas geben, um die Auswirkungen hören zu können. Wenn ich hier jetzt mit der Einstellung relativ weit runter gehe, sehen wir, dass das System relativ dezent und träge auf Gas geben reagiert. Und je höher ich mit den Einstellungen gehe, umso aggressiver ändert sich das Klangbild. Man muss aufpassen, dass man sowohl die Dynamik als auch die Idle-Einstellungen nicht zu hoch wählt und nachher ein unrealistisches Klangbild entsteht. Wir empfehlen, die Einstellungen prinzipiell irgendwo zwischen dem ersten und zweiten Drittel zu belassen, um nachher ein realistisches Ergebnis zu haben. Der vierte Menüpunkt, Launch, ist die Motorstartbegleitung und bezeichnet dann den Klang, den ich beim Starten des Motors haben will, also ob der Motor einmal kurz aufheulen soll. Die Einstellung kann ich natürlich auch deaktiviert lassen. Oder dementsprechend meinen eigenen Wünschen hochsetzen. Das ist wie gesagt nur das, was ich höre, wenn ich morgens den Motor anstelle, sodass der Motor einmal kurz aufheult, auch ohne dass sich die echten Drehzahlen überhaupt verändern, sondern nur das Klangbild ein kurzes Aufheulen simuliert. Hier mal die Einstellungen, die wir als guten Ausgangspunkt empfehlen und die ein realistisches Klangbild erzeugen. Das hier ist die Einstellung für Idle. Das hier die Einstellung für Dynamik
und das hier die Einstellung für Launch. Das erste Menü, die Volume-Einstellung, ist natürlich individuell zu wählen, wobei Sie hier das System problemlos immer auf voller Lautstärke fahren können. Zum Schluss, wie gesagt, nicht vergessen, den Save-Button zu drücken, um die Einstellung dann eben auch ins Fahrzeug zu übertragen. Die Einstellung wird dann nur für das Profil gespeichert, in dem ich mich gerade befinde. Das heißt, ich muss nach und nach alle Profile dementsprechend noch aktivieren und in den unterschiedlichen Profilen dann die Einstellungen in allen 4 Menüpunkten nochmals vornehmen, sodass ich dann ein Gesamtergebnis habe, was mir und meinen individuellen Vorstellungen entspricht, sodass ich dann anschließend die App eigentlich überhaupt nicht mehr brauche und das Smartphone überhaupt nicht mehr brauche und die Profile dann einfach während der Fahrt abrufen kann. Wie das Abrufen der Profile und das Wechseln der Profile während der Fahrt funktioniert, dazu kommen wir jetzt. Wenn wir nun die einzelnen Fahrzeugprofile konfiguriert haben und unsere Wunschlänge dementsprechend hinterlegt haben, dann stellt sich die Frage, wie kann ich zwischen diesen Klangprofilen wechseln, ohne überhaupt während der Fahrt oder im Nachgang das Handy und die App überhaupt nutzen zu müssen. Denn ich will ja während der Fahrt die Profile wechseln können, ohne das Handy aus der Tasche holen zu müssen. Dazu gibt es in den Settings die Einstellung Car Changing oder Changing Method, also sprich die Wechselmethode, wie ich die Profile wechseln will. Nur wenn Not from Car ausgewählt ist, dann erfolgt das Profilwechseln allein über die App, indem der jeweilige Modus angeklickt wird und sich dadurch das Klangbild verändert. Das ist aber eigentlich die unpraktikabelste Wechselmethode. Interessanter sind die beiden anderen angebotenen Wechselmethoden, wobei die Wechselmethode Car-Profiles, also mittels Fahrzeugprofile wechseln, nur in den BMW F-Modellen angeboten wird, die überhaupt auch die Fahrzeugprofile unterstützen und einen Fahrerlebnisschalter, einen Fahrzeug BMW Profilschalter besitzen. Die Fahrzeuge, die diesen Wechselschalter nicht besitzen, wie beispielsweise die BMW E-Modelle, also E90 Modelle, bei denen steht in der App die Möglichkeit Car-Profiles auch gar nicht zur Verfügung. Wenn ich diese hier jetzt nun auswähle und in unseren Übersichtsbildschirm gehe, sehe ich, dass mit dem Wechseln der Fahrzeugprofile, ich wechsle jetzt vom Eco-Modus in den Normalmodus, auch automatisch gleich die App in den nächsten Profilzustand wechselt. Und wenn ich über den Fahrerlebnisschalter in den Sportmodus wechsle, dann wechselt auch die App in den Sportmodus und passt das Klangbild entsprechend an. Ich wechsle wieder zurück in den Normalmodus, wechsle zurück in den Eco-Modus und die App macht die Einstellungen simultan eben auch für die Fahrzeugprofile und es wird das Klangbild abgerufen, was für das jeweilige Profil individuell hinterlegt wurde. Bei den Fahrzeugen, die die Fahrzeugerlebnisschalter nicht zur Verfügung haben oder wo man einfach keine Kopplung des Klangbildes mit den Fahrzeugprofilen haben will, denen steht die Wechselmethode DTC-Button zur Verfügung. Das ist der Schlupf-Control-Button, der bei den BMW F-Modellen beispielsweise hier direkt vor dem Fahrerlebnisschalter liegt. Bei anderen Modellen teilweise aber auch irgendwo oben in der Konsole neben dem Radio oder unter dem Navi vorhanden sein kann. Wenn ich diese Wechselmethode nun ausgewählt habe, muss der Schlupfkontrollknopf, also der DTC-Button, immer zweimal gedrückt werden, um ein Profil weiter zu springen. Wenn ich jetzt hier zweimal kurz hintereinander den DTC-Knopf drücke, sehen wir, wie das nächste Fahrzeugprofil ausgewählt wird. Ich drücke noch zweimal, es wird das dritte Profil ausgewählt, ich drücke noch zweimal und es wird wieder das erste Profil ausgewählt. Warum immer zweimal drücken? Ganz einfach, wir wollen natürlich nicht die Schlupfkontrolle während der Fahrt deaktivieren. Deswegen einmal und ein zweites Mal schnell danach drücken, sodass die Schlupfkontrolle zwar kurz aus, aber gleich wieder angeschaltet wird und dann ein Profilwechsel dementsprechend erfolgt. Je nach Fahrzeugmodell können die Einstellmöglichkeiten innerhalb der App für die Profilumschaltung unterschiedlich aussehen, denn in einigen Modellen, wie hier beispielsweise bei den BMW E90 Modellen, gibt es natürlich überhaupt keine Fahrzeugprofile, die BMW-seitig umgeschaltet werden können, sodass hier auch eine Verlinkung mit den Fahrzeugprofilen gar nicht möglich ist. In diesen Fahrzeugen steht dann nur die Profilumschaltung mittels DTC-Knopf zur Verfügung.
In diesem Falle bei den E90 Fahrzeugen befindet sich der DTC-Knopf hier in der Mittelkonsole und durch zweimaliges Drücken kurz hintereinander können die Profile dann gewechselt werden. Nachdem ich nun je Profil mein Wunschklangbild hinterlegt habe, wir empfehlen beispielsweise für das erste Menü die Lautstärke einfach auf 0 zu setzen, sodass dieses erste Profil einfach ein Aus-Menü ist, also wo das Active Sound System quasi deaktiviert ist mit Lautstärke 0. Das zweite eine moderate Lautstärke mit moderaten Klangeinstellungen und das dritte eine sportliche Klangeinstellung. Dann kann ich mir in der App diese Profile auch so benennen, um diese selber einfacher wiederfinden zu können oder eine sprechende Namensgebung zu haben. Das ist nicht unbedingt nötig, kann man aber machen, indem man eben in die Settings geht, dann in die Fahrzeugprofile geht, die Fahrzeugprofileinstellungen. Hier sieht man, dass 3 von den möglichen 5 Profilen aktiviert sind. Ich kann hier sogar auch noch ein 4. und ein 5. Profil aktivieren. Das 4. und 5. Profil kann ich allerdings nur aktivieren, wenn ich als Changing Method nicht das Wechseln über den Fahrerlebnisschalter aktiviert habe, weil da natürlich die Anzahl übereinstimmen muss und da die Anzahl immer 3 vorgegeben ist. Wenn ich aber nicht über den Fahrerlebnisschalter wechseln will, dann kann ich mir bis zu 5 Profile aktivieren und diese kann ich nun auch frei benennen, indem ich hier oben den Edit-Button auswähle und dann hier dementsprechend über das Bearbeitungs-Icon den Text anpasse. Hier macht es beispielsweise Sinn, dann für das erste Menü einfach die Namensgebung auszuwählen, weil wie vorhin von mir vorgeschlagen, das erste Menü einfach die Lautstärke auf 0 gestellt wird, um ein Profil zu haben, wo das ganze System einfach deaktiviert ist. Dann in der zweiten Einstellung zum Beispiel normal einzugeben, also für eine normale, moderate Lautstärke. Und das dritte Profil auf Sport. Wenn ich jetzt in meinen Hauptbildschirm wechsle, sehen wir, dass die neue Namensgebung auch gleich aktiviert ist, dann dementsprechend auch sprechender zu den von uns angelegten Fahrzeugprofilen passt. Unabhängig von den aktuellen Einstellungen und vom aktuell gewählten Fahrzeugprofil gibt es in jedem Fahrzeug immer noch mal eine Kurzwahltaste. Bei den BMW F-Modellen ist das am Lenkrad ganz links unten die Taste, über die normalerweise der Tempomat gesteuert wird. Wenn ich diese Taste 2 bis 3 Sekunden gedrückt halte, kann ich darüber jederzeit auch während der Fahrt das System aktivieren oder auch wieder deaktivieren. Das beeinflusst aber nicht die Profileinstellungen. Wichtig ist nur, dass dieser Zustand auch gespeichert wird, sprich wenn ich das System deaktiviere und das Fahrzeug abstelle und am nächsten Morgen wieder anschalte, dann ist das System immer noch deaktiviert und ich muss dran denken, über diesen Knopf das System dementsprechend wieder zu aktivieren. Bei den BMW E-Modellen beispielsweise, die diese Knöpfe nicht haben, kann diese Kurzwahl-Aktivierungs- und Deaktivierungsfunktion über den Tempomathebel, der sich links unter dem Lenkrad befindet, über den seitlichen Knopf ebenfalls in gleicher Art und Weise durchgeführt werden, indem der Knopf dann 2 bis 3 Sekunden gehalten wird. Dieser Knopf hat die gleiche Kurzwahlfunktion wie eben auch in der App. Der Knopf, den ich hier unten sehe, über den Knopf kann ich das System eben auch deaktivieren und aktivieren. Und ich sehe auch, dass ich gleichzeitig, wenn ich jetzt hier den Knopf gedrückt halte, in der App dementsprechend die Farbe von deaktiviert zu aktiviert wechselt. Zusätzlich gibt es noch einige spezielle Einstellungen, wie hier unten den Menüpunkt Volume Change while driving, also Lautstärkenveränderung auch während der Fahrt. Wenn ich diesen Punkt aktiviere, dann habe ich die Möglichkeit, auch während der Fahrt, unabhängig von den Profilen, in denen ich mich gerade befinde, über dieses kleine Drehrädchen am Lenkrad die Lautstärke anzupassen. Plus entsprechend lautere Lautstärke, minus entsprechend leisere Lautstärke. Dies funktioniert nur, wenn der Tempomat auch gerade deaktiviert ist. Wenn der Tempomat aktiviert ist,
dann hat das Drehrädchen wieder die normale Funktion und steuert den Tempomat, sodass dann gleichzeitig eine Lautstärkenanpassung dementsprechend nicht möglich ist. Es gibt noch eine letzte Einstellung, die allerdings nur dann im Einstellungsmenü gelistet ist, wenn man als Changing Method nicht die Car-Profiles ausgewählt hat. Aus dem Grund wechsle ich jetzt zur Changing Method DTC-Button und dann taucht hier im Menü der Menüpunkt Starter Profile auf. Sprich, ich kann hier einstellen, welches Klangprofil standardmäßig beim Fahrzeugstart aktiv sein soll. Dort kann ich entweder eines der angelegten Profile direkt wählen oder ich kann auswählen, dass das zuletzt benutzte, also Last Used Profile standardmäßig beim Start aktiv sein soll. Sprich das Profil, mit dem ich das Fahrzeug auch abgestellt habe. Diese Einstellung ist nur deshalb dann aktiv, wenn Car Changing Method nicht Car-Profiles gesetzt ist, weil wenn ich die Soundprofile mit den Fahrzeugprofilen verbinde, dann ist logischerweise beim Fahrzeugstart auch das Profil aktiv, in dem das Fahrzeug startet. Wenn ich aber trotz Fahrzeugprofile oder trotz der Auswahl der Fahrzeugprofile beim Fahrzeugstart gerne ein anderes Profil haben will, kann ich einen kleinen Trick anwenden, indem ich beim Fahrzeugstart zuerst nur die Zündung aktiviere, ohne das Fahrzeug direkt zu starten. Und bei aktivierter Zündung dann einfach das Fahrzeugprofil wechsle, indem ich dann gleich starten will. Zum Beispiel eben ein lautloses Profil, indem ich auf das Eco-Profil gehe oder das Komfort-Profil, indem ich vielleicht ein lautloses Profil hinterlegt habe und erst dann das Fahrzeug anschalte, sodass dann eben das gewählte Profil sofort zum Zuge kommt. So, das war es dann erst einmal zum Thema Bedienungsanleitung und Steuerung über unsere Active Sound App. Alle weiteren Anleitungen, alle Informationen sowie unsere Produkte finden Sie auf unserer Internetseite www.insightperformance.de unter dem Menüpunkt Active Sound oder unter dem Menüpunkt Anleitungen.